Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video? Ja, und eigentlich sollte ich jetzt, oder sollte hier jetzt eine Art Vlog kommen, ähm, mit Eindrücken und ja, einfach ein Vlog vom Festival, vom DEFCON 1 Festival. Ja, Stand jetzt machen wir einfach meine Erfahrung, sag ich mal so, oder meine Eindrücke vom DEFCON. Und meine Meinung auch, was da überhaupt so passiert ist. Weil ich muss ehrlich sagen, es hat schon crazy angefangen. Nämlich, wir sind 3:30 Uhr wollten wir los. 3 Uhr haben wir uns getroffen. Da sollte eigentlich unser Fahrer kommen, hat erstmal perfekt verpennt. Perfekt. Da hat es nämlich schon sehr, sehr gut angefangen. Anstatt um 3:30 Uhr sind wir um 4:30 Uhr dann losgekommen. Waren dann aber auch um 7 Uhr, ja, um 7 Uhr da, um 8 Uhr standen wir dann vorne in der Warteschlange mit unseren Sachen und mussten dann natürlich unsere 4 Stunden eigentlich erst warten. Was aber, ja, sich geändert hat, weil ich denke, DEFCON auch gemerkt hat, ey, wir können die jetzt nicht bis 12 Uhr warten lassen, weil es war schon da brechend voll und also ich war da schon am Campen mit der Hitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann da rein, 11 Uhr das Ding aufgemacht, dann da rein, was wirklich verrückt war, wie viele Menschen da waren, was für geile Ideen viele hatten, wie die ihre Sachen da reinbekommen, ob es Einkaufswagen waren, Mülltonnen, so diese normale Sachen, aber da hatten auch viele so ausgefallene Sachen. Fand ich schon sehr geil, aber es war trotzdem verdammt anstrengend, auf den Campingplatz zu kommen. Es hat eben mega lange gedauert, weil halt so viel los war und so. Aber ich denke, viele von euch, die auf Festivals schon waren und das Camping auch mitgemacht haben, wissen genau, was ich meine. Bloß, meiner Meinung nach war es da schon sehr, sehr hart. Also, was heißt meiner Meinung nach? Für mich war es schon sehr, sehr hart, da überhaupt durchzukommen, ohne gefühlten Kollaps zu bekommen. Ja, alles aufgebaut. Wir hatten sogar einen verdammt guten Platz. Und dann langsam anfangen zu trinken. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir eine Palette Bier nur mitgenommen. Ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Aber ich war einfach Anti-Alkohol unterwegs, weil ich da schon gemerkt habe, wow, okay, das wird ein hartes Pflaster die nächsten Tage. Einfach wegen dieser Hitze. Die Sonne war crazy am Drücken. Klar, man muss halt wirklich sagen, im Gegensatz zu Deutschland war in der Niederlande halt schön windig. Also der Wind, der hat so oft so runtergekühlt. Ich meine, wir hatten auch so Trinkflaschen, wo du dich selber noch mit besprühen konntest. Also trinken und auch sprühen. War goated. Also ich habe das Gefühl die ganze Zeit genutzt. War auch zweimal beim Abduschen. Deswegen, also Mitte und Wege hatte ich für den Tag auf jeden Fall gefunden. Ja, und dann sind wir um 18 Uhr, ja, direkt zum Opening sind wir da rein. Miss Kate angeguckt, muss ich ehrlich sagen, hat echt Spaß gemacht. Auch wenn das ja erst gar nicht so meine Musik war. Und da muss ich ehrlich sagen, erst nicht meine Musik, weil es war verrückt, wie die Leute einen mitgezogen haben. Und das hatte ich ja vorher schon immer gedacht und auch gesagt in meinen ganzen Reactions, ey, die Leute, die pushen ein. Und das war einfach so. Es war nicht so von wegen, die kommen zu dir und sagen, ey, komm, wir gehen jetzt ab. Und das muss auch gar nicht. Klar gibt es bestimmt die Menschen da so. Und vielleicht hätte ich das am zweiten Tag oder dritten Tag gebraucht. Weil dieses Herauskommen und selber abgehen, da bin ich noch ein bisschen, da brauche ich noch ein bisschen für. Aber ich muss ehrlich sagen, alleine zu sehen, wie viele Menschen da waren und auch wie viele Menschen da abgegangen sind und ihren Spaß hatten und du wirklich diese Liebe zu dieser Musik gefühlt hast, war wahnsinnig und hat halt extrem Spaß gemacht. Also ich war gefühlt, bei jedem Set, wo ich war ich am Lächeln, aber auch generell, du kommst auf die Holy Grounds und denkst dir, wow, okay, das ist doch schon crazy groß hier, aber auch wunderschön. Also ich fand's mega, mega, mega schön da. Aber ja, klar, die Hitze, die war halt, die war es halt nicht.
muss auch ehrlich sagen, dadurch, ne, ich war mit meinem Bruder und 2 anderen los. Also, wir waren eine 17 Mann große Gruppe, die sich nachher so aufgesplittet hat, so wie das halt ist, ne? Die einen wollen das gucken, die anderen das. Ich war natürlich eher am ersten Tag so: „Okay, ich gucke einfach mal, gucke mir erst mal alles an so ein bisschen, will erst mal sehen, wie das hier überhaupt aussieht.“ Meine, da muss ich auch ein fettes Shoutout natürlich an meinen Bruder geben. Der hat mich so wirklich unter die Hand oder, ne, hat mich wirklich mitgenommen und gesagt: „Ey, komm, wir gucken uns das an. Das ist jenes“ und. Deswegen, das war mega geil. Ja, paar Sets da mitgenommen, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht so und das war ja für mich auch von vornherein klar, dass der erste Tag für mich nur 'n ruhiger Tag wird, weil da nicht wirklich so die Sets für mich waren und ich auch wegen der Hitze es läuft immer alles auf die Hitze hinaus, ihr merkt's. Ähm, dass ich einfach sage: „Okay, gut, scheiß drauf, ich will hier einfach erst mal alles sehen.“ Muss aber ehrlich sagen, wir sind dann zu Gesellige Abtempo gegangen, wo ich erst gedacht habe: „Oh shit“, fast fast wortwörtlich, „Oh shit“. Na, wo ich erst gedacht habe: „Ey, das ist gar nichts für mich.“ Muss aber ehrlich sagen, das war wie gesagt, ich habe nicht viele Sets gesehen, aber das war das beste Set für mich. Es hat mega Spaß gemacht, die ganzen Leute, wie die abgegangen sind, was da für 'ne Power in der Black geherrscht hat. Wow. Das war wirklich crazy. Und ich muss ja sagen, Abtempo ist nicht meins. Wenn ich hier sitze, wo wir hingefahren sind und so, bin ich so langsam in den Geschmack gekommen. Aber das ist auch dieses, ich glaube, das ist auch dieses Festival-Ding. Du kommst dahin und du wirst einfach so mitgerissen. Und das meine ich die ganze Zeit mit diesem so mitgerissen werden. Die ganzen Leute haben mich so mitgerissen, dass ich da sogar selber stand und mir dachte, boah, ist das hier eine geile Mucke. Und das ist halt so, finde ich, das Krasse auch am Festival und gerade am DEFCON. Wie gesagt, ne, habe ja jetzt nur 2 Festivals so mitgemacht, aber DEFCON war halt, das war crazy. Also Real Talk crazy. Deswegen geselliger Abtempo war mega geil. Danach haben wir dann so ein bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen was getrunken. Eine Pizza geholt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, so eine gümmelige Pizza für 18 Euro, was überhaupt, also das ist crazy. Also die Preise, natürlich, die wollen ihr Geld verdienen, müssen auch ihr Geld verdienen, um alles zu bezahlen, die DJs und. Aber 18 Euro war verrückt für die Pizza, die wir da hatten. Ähm, ja, und dann sind wir halt noch zum Tribute geblieben. Jetzt kann man es ja wirklich Endshow nennen. Obwohl Deutschland gespielt haben und viele viele gegangen sind, ich muss Deutschland gucken. Bin ich ganz ehrlich, erstens haben wir nichts verpasst, jetzt im Nachhinein, und zweitens waren wir sowieso zweite Halbzeit da, wieder im Camp. Aber ich muss ehrlich sagen, und ihr hört es wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hintergrund, ich habe es jetzt extra leise gemacht, damit man mich so ein bisschen mehr hört. Der Song, der ganze Zeit im Hintergrund spielt, ist vom Tribute. Und es war crazy. Also, ich muss ehrlich sagen, alle Reactions, die ich bis jetzt gemacht habe und die Eindrücke sind natürlich alle real, gar keine Frage. So, ich setze mich nicht hier hin und tue so, als wäre das alles geil und fühle es eigentlich gar nicht. Dafür mache ich es auch schon viel zu lange. Aber wenn du dann da bist, ist es nochmal so ein krass anderes Feeling. Also ich war sehr geflasht und auch, ja, den Tränen sehr nahe. Also wirklich sehr nah. Also ein Stündchen, ja. 2 Minuten mehr oder so, da wären mir die Tränen da so runtergeflossen. Weil erstens, die Juvi sah so geil aus, so schön. Dann dieser Song, unfassbar. Lichtertechnik und Feuerwerk, geiler als ich es je erwartet hätte. Also es war alles 10-mal geiler, als ich es mir je vorgestellt habe. Und ich je den Eindruck hatte nach den Videos. Und das finde ich halt so das Krasse. Weil mein Bruder, der hat es mir immer wieder gesagt, ey, du kannst das nicht beschreiben, das, was du in deinen Videos da machst, ist schön und cool und so. Aber wenn du da bist, ist das eine andere Nummer. Und ich dachte immer so, ja, wird bestimmt so sein, wird noch ein bisschen besser. Aber dass es so viel geiler ist, wow. Ja, wie gesagt, Tribute angeguckt, mega geil. Schon unseren Plan für einen Samstag gemacht, für einen Freitag gemacht.
Und dann sitzen wir gerade im Camp. Ich war gerade noch die letzte Kippe am Rauchen. Dachte mir, okay, jetzt gehst du pennen. Ist schön kühl. Deutschland ist fertig, das Spiel. Hat verloren. So da schon ein bisschen Flaute gehabt. Aber ich habe mich da nicht so runterziehen lassen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich sitze hier auf dem DEFCON. Die nächsten Tage wären so geil. Bam. Feierabend. Kriegen... der erste guckt auf sein Instagram, erzählt das so ein bisschen leise. Der nächste guckt auf Instagram. Kriegen E-Mails. Und dann wird das so in die Gruppe wird das in der Gruppe gesagt. Und alle waren natürlich direkt Durchbruch, ne? Also direkt gebrochen. Sauer auch. Sauer, enttäuscht. Gar keine Frage. Aber für uns ging es dann erstmal, ey, was machen wir jetzt? Weil viele natürlich von uns getrunken haben. Und natürlich nicht fahren konnten. Haben wir uns dazu entschlossen, ey, wir bringen schon mal die Hälfte vom Camp, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, schon zu den Autos, packen das ein, schlafen dann und dann früh morgens raus, damit wir in der Mittagssonne am besten schon zu Hause sind. Hat auch alles so geklappt am Ende. Da muss ich aber auch wirklich sagen, es ist so krass zu sehen, wie unterschiedlich Menschen darauf reagieren können. Auf der einen Seite haben wir die geilsten Menschen der Welt, die ich auch wirklich als Warrior von DEFCON 1 beschreiben würde. Und die größten Vollidioten auf der anderen Seite. Und ich glaube, man sollte immer mit dem Schlimmeren anfangen, weil das Gute hebt dann so das Ganze auf. Und das Schlimme oder Schlechte an den Ganzen war dann wirklich diese ganzen Vollidioten, die da keine Ahnung was abgerissen haben. Wo ich mir wirklich gedacht habe, Alter, was ist jetzt hier los? Das war, also für mich war das einfach unbeschreiblich. Ich meine, klar, wir waren alle gebrochen, wir waren alle sauer. Ob es jetzt eine Entscheidung von DEFCON war, Entscheidung von Niederlande selbst, den Staat Niederlande selbst oder was auch immer, sei mal alles dahingestellt. Ich finde, das, was die Loser da abgerissen haben, geht überhaupt nicht. Also bin ich ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Da dann rumzurandalieren, die Red da, oder ne, die Absperrung zu Red da durchzubrechen, die ganzen Fahnen da abreißen und. Denke, viele von euch, die in dem Thema natürlich drin sind, ich glaube, du kommst da jetzt gar nicht mehr dran vorbei. Ich nehme das jetzt hier gerade am nächsten Tag auf, weil ich erstmal ein bisschen klarkommen musste, auch ein bisschen Schlaf kriegen musste wegen der Hitze und alles. Aber so eine Loser, die sich dann da hinstellen und so tun, als wenn sie einer von dieser oder eine von dieser Familie wären, finde ich total quatschig. Also habe ich nicht verstanden und bin ich auch echt der Meinung, die haben nichts mit DEFCON zu tun, nichts mit einer Familie zu tun und haben auch auf Festivals nichts zu suchen. Weil klar, man kann da hingehen und sagen, ey, ich sauf mich jetzt kaputt und hab den nächsten Tag ordentlich Spaß. Hatten wir ja alle irgendwo vor. Natürlich das mit den Kaputtsaufen vielleicht nicht. Aber dann, wenn sowas passiert, so auszurasten, und es waren auch nicht wenige, und das fand ich auch das Schlimme, dann so auszurasten, geht für mich gar nicht. Und meiner Meinung nach sollten diese Loser auch Festivalverbot kriegen bis ever. Also bis zum Ende. Bis zum Ende ihres Lebens. Weil solche Menschen, finde, Hardstyle und gerade diese ganze Bubble herum und auch diese Festival-Bubble darum zeigt immer, ey, wir halten zusammen, wir sind eine Familie, wir haben Spaß zusammen. Und das habe ich auch die ganze Zeit gesehen und gemerkt. Ne, es kamen viele zu uns, ey, bist du deutsch? So, man hat kurz mal gequatscht. Irgendwie eine Scheiße gelabert. Scheißegal, ob da einer aus Schweden kommt, aus Niederlande, Deutschland. Ich hatte nämlich auch das neue deutsche Krach-Trikot von 2026 an. Dann wurde dann auch so ein bisschen Spaß gemacht. So, man hat richtig gemerkt, es ist alles so nett, alles schön und so wie es sein sollte. Und dann kommen die und machen das nicht zunichte, auf gar keinen Fall, sondern bringen auf einmal so einen ekligen Beigeschmack bei, wo keiner was von hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn wir sauer waren und enttäuscht sind, ist es, glaube ich, die beste Entscheidung, die getroffen wurde. Weil ich muss ehrlich sagen,
Klar, in der Niederlande ist es nochmal, fühlt sich das Wetter anders an. Erstens, weil auch viel mehr Wind geht. Ich merke das auch hier. Wir hatten heute 32 Grad. Gestern auch in Niederlande. So, deswegen habe ich einen geilen Vergleich. Klar, die Sonne brennt so oder so. Aber in Deutschland ist es so nicht windig und sowas, dass du total eingehst. Ich bin am Gallern wie blöd hier und ich sitze im Haus. Deswegen, das ist unfassbar. Und da muss man wirklich sagen, dass es, glaube ich, wirklich die beste Entscheidung war. Oder für mich persönlich ist es die beste Entscheidung, weil man kann, ich sehe es so, entweder ich sitze jetzt hier zu Hause in Deutschland und kack ab, aber habe hier wenigstens mein Zuhause und kann irgendwo mich mit Klimaanlage, Ventilator oder Klimaanlage richtig schön runterkühlen. Oder du bist auf einem Festival, wo du jederzeit damit rechnen musst, und was auch passiert wäre bei, keine Ahnung wie 4000 Menschen, dass du zusammenklappst und im Allerschlimmsten da dein Festivalaufenthalt entweder in dem Erste-Hilfe-Zelt verbringen musst oder im Krankenhaus. Und das ist halt so dieses Denken, was ich habe, so, dann bin ich doch lieber zu Hause und gönn mir halt diese ganzen alten Sets, sage ich mal, weil was bringt das, uns da jetzt irgendwie durchzukämpfen, anstatt dass wir das richtig genießen können. Und deswegen denke, so sollten wir da alle irgendwie drangehen und uns sagen, ey, nächstes Jahr wird es wieder besser. Wobei man aber auch sagen muss, ey, nächstes Jahr, also die müssen da irgendwas machen. Gerade die ganzen großen Festivals. Ich glaube, Intense hatte eigentlich wohl Glück. Defcon natürlich jetzt total Pech gehabt. Ich glaube, Dezibel, die haben auch wahrscheinlich richtig Glück. Ja, dass man vielleicht irgendwie die Termine verlegen muss oder so, weil die nächsten Sommer, die werden ja nicht kälter. Also ich denke nicht, dass da irgendwie nächstes Jahr trotzdem auf einmal die 20 Grad stehen oder was auch immer, sondern eher, dass es genau da ganz Zeit bleibt. Ja. Aber das werden wir dann sehen. Wir waren erst auch so, da bin ich auch ganz ehrlich, dass wir gesagt haben, ey, wir gehen hier nicht mehr hin. Und ich habe auch viele im Umkreis, ne, um unser Camp herum gehört, die gesagt haben, ey, das war's, Defcon ist down. Was jetzt am Ende passiert, wie das Defcon darauf reagieren wird und so, bin ich sehr gespannt. Aber jetzt auch, ne, nach eine Nacht drüber pennen und auch wirklich klar werden über diese ganze Situation und so, haben wir auch alle gesagt, ey, nächstes Jahr werden wir sehr wahrscheinlich wieder hinfahren. Hängt halt dran, ne, wegen den anderen Festivals, weil auch andere geplant sind, zu anderen hinzugehen. Aber, wie gesagt, das war unser erster Gedanke. Natürlich auch sauer, enttäuscht. Ey, wir gehen hier nicht mehr hin. Jetzt ist es aber den Kopf hoch und nach vorne schauen. Und ich denke, das sollten wir alle. Weil, und das ist nämlich das Positive jetzt, nach diesem ekligen Beigeschmack mit diesen ganzen Losern. Es ist crazy, was für wundervolle Menschen da rumlaufen. Und damit meine ich wirklich wahrscheinlich gerade euch, die da waren, aber generell auch euch, die sich das hier überhaupt angucken. Weil ich muss sagen, wenn man sich meine Reactions anguckt, habe ich gemerkt, dann musst du bekloppt sein und Hardstyle lieben. Anders geht's nicht. Und das ist halt, was für mich die Hardstyle-Bubble auch ausmacht. Wir sind einfach eine mega geile, bekloppte Familie. Und das hat man einfach auch daran gesehen. Natürlich, wir haben, ne, unsere Sachen weggebracht und so. Und ein Weg, der war einfach voll mit Menschen, die da einfach weiter gefeiert haben. Du bist da, bis zu unserem Camp und bis zum Parkplatz hatten wir so viele Leute, die sich davon nicht runterkriegen lassen haben, sondern richtig Party gemacht haben. Es gibt ja auch Videos, wie die da auf den Toiletten gestiegen sind und da nochmal richtig Party gemacht haben. Kann man jetzt so sehen, ne? Vielleicht einige sehen das auch so, oh, Vandalismus. Für mich war es eher so dieses, ey, wir machen das Allerbeste da draus. Ich war da zwar nicht bei, aber ich muss ehrlich sagen, dass mich sowas richtig wieder gecatcht hat. Und ihr halt auch, sofern ihr nichts kaputt gemacht habt, muss man ehrlich sagen, wirklich auch ein Vorbild seid. Weil, ey, es kommt so eine scheiß Nachricht. Aber nein, wir machen das Beste draus. Wir machen jetzt nochmal richtig Gas. Und das war einfach mega geil. Auch morgens, natürlich sind viele abgehauen.
viele konnten auch nicht abhauen, ne? Ich meine, wenn du aus einem ganz anderen Land kommst, gefühlt einmal um die Erde gereist bist, nur um da zu sein, dann ist das alles natürlich schwierig, da wieder wegzukommen. Aber es ist wahnsinnig, wie positiv die Menschen da auch waren. Aber generell dieses ganze Positive hat nochmal so viel Spaß für mich in dieses Hardstyle-Ding gepackt, weil, wie gesagt, du hattest diesen ganzen Support da, ne, jeder hat sich geil verstanden. Wenn einer mal irgendwie so ein bisschen lasch aussah, ne, kam einfach nur dieses, so, ne, jeder hat so auf sich aufgepasst und das fand ich halt so mega geil, ähm, was ich gar nicht gedacht hatte. Wo ich erst wirklich gedacht habe, okay, gut, ne, man kann halt viel reden und labern, aber war einfach nicht so. Und das war halt so das Geile. Du hast halt, also ich habe sowas Cooles schon lange nicht mehr gesehen. Und sowas, gerade auch in der heutigen Zeit, muss man ja einfach so sagen, eigentlich habe ich da gar keinen Bock so drüber zu reden. Gerade jetzt, so. Aber in der heutigen Zeit so einen Zusammenhalt zu spüren, das war wirklich schön. Also Real Talk, das war wirklich schön. Und deswegen muss ich auch einfach sagen, scheiß auf diese ganzen Idioten und Loser, sondern guckt einfach auf diese Leute und dafür, ne, klar, die TikToks, die negativen TikToks und sowas gehen immer viral, das ist einfach so. Aber guckt euch mal die Menschen an, die sich gepusht haben, die trotzdem ihre Videos gemacht haben, die das Tribute sogar gefilmt haben oder auch die Party am Ende gefilmt haben. So, das ist Hardstyle, das ist Defcon und nicht der andere Quatsch. Deswegen mega geil, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es nur ein Tag war, bin ich noch mehr ein Fan von Defcon gewonnen? Vom Defcon 1 geworden, weil, ey, das war unfassbar. Ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Hier auch nochmal ein fettes Shoutout an den Typen, der mich erkannt hat. Oder, mich erkannt hat und sogar zu mir gekommen ist und wo wir ein bisschen gequatscht haben. Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen falsch damit umgegangen, weil ich halt so ein bisschen, schüchtern bin und auch überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Aber, ja, vielen Dank nochmal, dass du überhaupt zu mir gekommen bist. Ey, war cool. Muss ich ehrlich sagen. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr Defcon. Erstmal abwarten, was da alles passiert. Aber Stand jetzt werde ich da hinfahren. Weil ich muss einmal alles mitbekommen. Und ich denke, für alle, die das erste Mal da waren, die sollten das genauso sehen. War natürlich scheiße, dass man nur einen Tag jetzt da war. Gerade mit diesem ganzen Anfangsstress und so, wenn man auf dem Campingplatz und sowas war. Aber scheiß drauf. Nächstes Jahr reißen wir die Hütte da ab. Oder darauf das Jahr oder wann auch immer man dann wieder kann. Ich weiß, klar, es ist ein Geldproblem. Es gibt viele Probleme, die jetzt natürlich wieder kommen, um dann wieder irgendwo wieder hinzufahren. Aber ich würde mir an eurer Stelle einfach nicht die Chance nochmal nehmen lassen, weil ich denke, der Donnerstag hat gezeigt, wie viel Potenzial da drin steckt. Für alle, die das erste Mal da waren. Für alle, die natürlich öfter da waren, ist es natürlich auch ein Tritt ins Gesicht. Und auch eine riesen Enttäuschung. Aber ich denke, und ich finde, das könntet ihr mal in die Kommentare reinschreiben, dass man sich da einfach nicht runterlassen kriegen soll. So, schreibt mal einfach in den Kommentaren, wie ihr das seht. Ob man jetzt sagen sollte, ey, okay, nicht, dass das nochmal passiert, ich bleib lieber zu Hause. Oder, ey, der eine Tag, den habt ihr miterlebt, oder vielleicht auch nicht. Oder war vielleicht einer von den Tagesbesuchern. Natürlich ist alles scheiße gelaufen, aber lasst euch da auch nicht unterkriegen, sondern pusht euch. So, könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie ihr das seht. Ich bin natürlich Verfechter der zweiten Meinung. Lasst euch nicht runterziehen. Versucht nochmal dahin zu kommen, auch wenn es nur für einen Tag ist. Weil das ist ich finde, eine Lebenserfahrung, die man mal gemacht haben muss, gerade wenn man Hardstyle liebt. Deswegen, das ist so meine kleine Sichtweise und Erfahrung vom ersten Defcon 1 gewesen. Ich kann mich jetzt 1/4 Warrior nennen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Lasst ein bisschen Liebe da. Nicht einfach für das Video, sondern einfach für Defcon. Vielleicht einfach ein Herz unten reinballern oder so.
Aber ein Orangen ist ja klar. Und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Reactions wieder. Wenn es die Sonne zulässt und die Wärme, wird es wahrscheinlich dieses Wochenende ein paar Sets geben. Einfach als kleine, ja, was heißt Entschädigung, ne? Aber einfach, weil ich mich nicht runterkriegen lassen will und ich mir dann ein paar ältere Sets einfach vom 25 wahrscheinlich angucken werde. Ich hoffe natürlich, dass ich die hochladen kann. Das ist natürlich das andere Problem. Ja. Und dann feiern wir einfach den einen Tag. Ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns dann wieder in den nächsten Videos. Dann geht es wieder natürlich nur Reactions erstmal weiter. Gucken uns Intense und die, ne, die ganzen anderen. Die Reactions, die ich noch nachholen muss. Die neuen und. Ihr wisst, wie es läuft. Sehen wir uns da wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz wichtig, verliert euer Lächeln nicht. Seid nicht wie die Loser. Seid Gewinner, seid Warrior. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Keine Ahnung, warum ich das wiederhole, aber ich muss es. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.